November stürmen 1918, fegen die alte Gesellschaftsordnung hinweg. Hinweg! Hinweg! Und bitte! Und kommen doch auch wieder zurück. Der Krieg war vorbei. Da kam wieder ein Aufgebot. Wir waren wütend, nach all den Kriegsjahren schon wieder von zu Hause und Arbeit vorzugehen. Wenn der Schießbefehl gekommen wäre, ich hätte nicht auf die Streikenden geschossen. 100 Laiendarsteller und Darstellerinnen proben den Aufstand von 1918, geführt von Liliana Heimberg. Der Landesstreik war ja wirklich eine Zäsur in der Geschichte von unserem Land. Und dort sind Themen aufgekommen, die uns eigentlich bis heute beschäftigen. Dort sind Forderungen gestellt worden nach Partizipation, also die Frage, wer kann eigentlich an der Macht teilnehmen, nach sozialer Sicherheit, aber auch nach besseren Arbeitsbedingungen. Schauplatz der Aufführung ist die alte Hauptwerkstätte in Olten. Seit bald einem Jahr entwickelt und probt Liliana Heimberg die monumentale Aufführung und hat dabei einen ganz persönlichen Bezug. Ich war 11 und am Familientisch hat der Vater vom Landesstreik erzählt. Und er hat sich so aufgeregt, dass man dann, gerade an dem Tag, wo eigentlich der Waffenstillstand vom Ersten Weltkrieg war, dass man da wieder einrücken musste. Und er hat sich so aufgeregt, dass ich gedacht habe, er hätte gegen die Streikenden in die Industriestätte gehen, aber es war der Grossvater, der einrücken musste. Und er hat sich so aufgeregt, dass ich das bis heute nicht vergessen habe. Die Premiere Mitte August rückt näher. Für das Programmheft müssen Fotos her. Shooting vermittelt einen Eindruck davon, wie kreativ und vielschichtig die Inszenierung daherkommen wird. Sie hocken in ihren noblen Willen, um meinen urteilen zu können über die Arbeiter in den Städten. Und beim Marsch über die Märkte kontrollieren wir die angeschriebenen Preise. Dort, wo uns der Preis zu hoch scheint, fordern wir von den Bauern und Händlerinnen eine Senkung. Frau Gonzett, Ihre AHV ist da. Ja, was? Ich komme ab jetzt alle 14 Tage. Ja, was? Vom Schüler bis zum Pensionär, von der Studentin bis zur Apothekerin. Das Laienensemble aus der Region Olten scheut keinen Aufwand für das Hobby auf Zeit. Bis zu 5-mal pro Woche tritt eine Hundertschaft zur Probe an. Alle sind sie angesteckt vom Theatervirus, begeistert von einer faszinierenden Geschichte. Ich wollte wissen, was ist denn genau auch meine Rolle, die ich habe, was hat dieser Charakter, was macht er aus, wer tue ich da vertreten. Das sind Ein Revolutionär? So, ja, eine Wahnsinnsperson, ja, also ein Zürcher Streikführer. Es ist eine wichtige Figur in der Schweizer Sozialgeschichte. Es ist schön, dass sich diese Figur spielen darf. Ich finde, wenn etwas nicht gerecht ist, muss man einfach selber Initiativen ergreifen und sich einsetzen. Der Landesstreik, ein Wendepunkt in der Geschichte der Schweiz und ein Thema, das zum Nachdenken anregt. Wir wollen, dass das Publikum mit heimgeht und denkt, es kann sehr unterschiedliche Perspektiven auf den Landesstreik geben. Es ist nämlich ein Unterschied, ob ich zum Beispiel Eigentümerin von einem Haus bin und Angst habe, dass jetzt das vielleicht plündert werde, oder ob ich Arbeiterin bin, die nach einem 11-Stunden-Tag heimkommt und eigentlich nicht recht ihre Miete zahlen von ihrem Lohn. Der Landesstreik, ein Balanceakt zwischen Macht und Ohnmacht und ein historisches Ereignis, das bis heute polarisiert.